Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video werden wir Wetterstationen mit dem Flipper Zero hacken. Ich habe da auch schon einige Videos gesehen, wo man dann den Sensor von der Wetterstation in den Kühlschrank legt, mit dem Flipper Zero dann einfach das Signal aufzeichnet und das Ganze wieder replayt. Nee, solche Taschenspieler-Tricks machen wir heute nicht. Wir werden die Daten in Echtzeit verändern, sodass hier ganz andere Daten auf der Wetterstation ankommen. Wie das Ganze funktioniert, wie das Protokoll aufgebaut ist, das erkläre ich euch hier in dem Video. Im weiteren Teil vom Video werden wir dann noch auf mögliche Schutzmaßnahmen eingehen. Was wäre theoretisch möglich, um die Daten einer Wetterstation zu schützen? Wie gesagt, das sind ja nur Wetterstationen, aber was wäre in der IT-Security hier möglich, das ganz einfach zu schützen? Weiterhin werde ich euch noch einen kleinen Randüberblick geben, wo dieser Angriff auch relevant sein könnte. Denn auch wenn es hier scheinbar ganz was Einfaches ist, könnte es doch in der Praxis oder auch vielleicht bei kritischen Infrastrukturen doch relevante Auswirkungen haben, wenn Daten über die Funkschnittstelle verändert werden können. Seid gespannt, wir schauen uns wie gesagt gleich das live an und nach dem Intro geht's sofort los. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird Cyber Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Seed, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, wie bereits in der Einleitung gesagt, schauen wir uns heute das Thema Wetterstationen manipulieren an. Dazu noch gleich am Anfang der Hinweis, natürlich dient dieses Video nur Schulungszwecken. Bitte macht damit keine Manipulation von fremden Wetterstationen, nutzt wirklich nur eure eigene Technik. Das Video ist dazu da, dass ihr einfach mal den Aufbau von so einem Protokoll seht, wie man das Ganze super leicht verändern kann. Aber bitte, wie gesagt, nur auf den eigenen Geräten verwenden. Ich selber werde heute auch keine Wetterstation tatsächlich verwenden. Ich habe in unserem Fall zwei Flipper Zero dabei. Ein Flipper Zero wird hier die empfangende Wetterstation darstellen und der zweite Flipper Zero ist hier der Sensor, dessen Daten wir manipulieren werden und der dann quasi zum zweiten Flipper schickt, sodass wir hier in echt auch nichts irgendwo durcheinander bringen. Also, dann starten wir doch gleich mal mit dem Aufbau von dem Versuch. Ja, den ersten Flipper Zero hier, den stecke ich schon mal an. Der wird hier unsere Wetterstation sein. So, der ist jetzt hier verbunden. Und ich mache einfach mal das Bild hier groß, was da drauf ist. Der zweite Flipper Zero, den sehen wir hier auf dem Bildschirm links daneben. Und der wird die Daten schicken. Auf dem Wetterstations-Flipper Zero, ist im Prinzip hier der direkt unter mir zum Sehen ist, habe ich dazu die Weather Station App installiert. Wer sie noch nicht installiert hat, ich zeige sie euch gleich mal, wie man sie installiert. Wir starten die hier schon mal. Wir haben die unter Sub Gigahertz und da haben wir die Weather Station und mit dieser können wir dann gängige Wetterstationsdaten empfangen. Um die App zu installieren, müsst ihr im App Store vom Flipper, ich zeige euch das Ganze jetzt mal auf dem anderen Flipper, und zwar unter dem Bereich Sub Gigahertz findet ihr hier unten die Weather Station App. Geht da mal drauf. Das ist im Prinzip genau das, was ihr drüben seht. Und die Wetterstations-App zeigt dann im Prinzip, wenn Wetterstationsdaten über die Luftschnittstelle empfangen worden sind, was das für eine Art Wetterstation ist, was für ein Hexwert empfangen worden ist und was der im Prinzip bedeutet. Ja, ich habe die, wie gesagt, hier schon am Laufen und wir werden uns hier auf dem Flipper mal anschauen, wie so ein Datensatz aufgebaut ist. Ich habe dazu was vorbereitet. Dazu gehe ich hier mal in den File Manager. So, jetzt sind wir in dem Ordner. Ich möchte euch heute das ganze Thema Wetterstationen, natürlich kann der Flipper verschiedenste Protokolle von Wetterstationen, die so am Markt erhältlich sind, empfangen, parsen, also im Prinzip interpretieren, darstellen und auch einige von Wetterstationsdaten wieder aussenden, also spoofen. Wir gehen jetzt hier mal rein.
das ist jetzt einfach mal so ein Datensatz, wie ich ihn vorbereitet habe. In unserem Fall haben wir die Nexus Wetterstation und wir sehen auch hier den Datenstring, der übertragen wird und was dieser Datenstring beinhaltet. In unserem Fall haben wir heute die Nexus Wetterstation. Wir sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. 36-Bit Länge, das ist der tatsächliche Hexwert, der geschickt wird. Batteriestatus, Luftfeuchtigkeit, Kanal, Temperatur. Aber das Ganze schauen wir uns einfach mal an, dann wie es aufgebaut ist. Ich gehe hier an der Stelle mal in die Read Weather Station rein. Wir sehen hier auf 434 MHz, das ist so das Standardfunkspektrum, wo Wetterstationen hier in Deutschland senden. Und es kann jetzt natürlich schon sein, dass ich hier an der Stelle Wetterstationsdaten empfange. Es gibt hier ein paar in der Nähe. Dadurch, dass das Signal vom Flipper aber relativ schwach ist, also die Sende- und Empfangsleistung vom Flipper ist im Verhältnis relativ schwach, könnte es theoretisch möglich sein, dass wir jetzt hier was empfangen, aber es ist doch relativ unwahrscheinlich. Ich habe jetzt hier dieses Protokoll schon mal vorbereitet und wenn ich das Ganze jetzt hier sende und emuliere, sehen wir auch hier, er hat sofort eine Wetterstation empfangen. Das ist im Prinzip hier die vorbereitete Datei. Ich gehe da mal drauf und wir sehen, wir haben hier den Datensatz 2,5 Grad, 70% Luftfeuchtigkeit. Ja, schauen wir mal, das ist doch, nein, das passt, ist hier gerade anders dargestellt. Sind aber wirklich der gleiche Hexwert, den wir hier haben, 70% Luftfeuchtigkeit und wir sehen hier das Alter von dem Datensatz. Wir sehen, dass die Batterie low ist und dass auf dem Kanal 1 gesendet wird. Die Seriennummer von der Station ist 7B. Ich zeige euch auch dann noch, wie wir auf die 123 kommen. Wir werden heute ein paar Sachen umrechnen müssen und wenn ich das Ganze nochmal schicke, sehen wir auch, wie jetzt hier, hat sich die letzte Zeit aktualisiert. Das heißt, wir sehen auch, das ist unsere Wetterstation. Ich drücke nochmal drauf. Er springt wieder auf 0. Das ist jetzt mal unser Ausgangswert, den wir hier haben. Ja, was sehen wir hier? Wir haben als erstes Mal, sehen wir hier, dass wir 36-Bit Daten haben. 36-Bit gerechnet ab diesem ersten Wert hier hinten. Wir haben hier 8, 16, 24, 32 plus 4 Bit sind die 36 Bit. Alle anderen Werte, die wir hier sehen, sind Vornuller, die zählen nicht zu den Daten, weil nur in diesen 36 Bit sind die Wetterstationsdaten auch kodiert. Wir werden heute mal anfangen mit den letzten Werten und arbeiten uns so Schritt für Schritt nach vorne. In unserem Fall hier handelt es sich bei den 46, die wir hier sehen, um die 8 Bit, die für die Angabe von der Luftfeuchtigkeit zuständig sind. Wir werden jetzt im Video anhand von diesem Hexwert das Ganze manipulieren. Alles andere, was wir hier in der Flipper-Datei, in dieser Sub-Gigahertz-Datei sehen, ist lediglich dazu da, dass uns, wenn wir im Anzeigemodus reingehen und sagen, ja, zeig uns mal dieses gespeicherte File an und zeig uns mal die Infos dazu an, dass er das nicht jedes Mal parsen muss und interpretieren muss, sondern er tut diesen Hexwert einmal quasi auslesen und tut die erkannten Daten hier als Text ohne große Auswirkungen reinspeichern. Das heißt, wir können jetzt hier nicht hergehen und sagen, wir sind jetzt hier schlau, wir brauchen jetzt aus 71% Luftfeuchtigkeit 80 oder 20 oder 40. Das wird nichts ändern, weil lediglich eine Veränderung von dem Hexwert, wie gesagt, Auswirkungen hat. Wenn wir hier mal was anderes draus machen und ich sage jetzt mal, wir machen jetzt hier einfach mal die 46 zu 00 und ich speichere das Ganze und ich replay das Ganze nochmal. Ich muss jetzt hier nochmal kurz rausgehen aus der Datei, wieder reingehen, weil ich habe es jetzt ja verändert. Emuliere das Ganze nochmal und schicke das Ganze weg. Wir sehen jetzt hier, der Hexwert ist auf 00 an der hinteren Stelle gegangen, so wie wir es hier in der Datei gespeichert haben. Und schon ist die Luftfeuchtigkeit auf 20% abgefallen. Ja, wir können auch irgendwas anderes nehmen. Wenn wir zum Beispiel hier das Ganze auf FF setzen und nochmal speichern. Ich
gehe jetzt nochmal raus, wieder rein, emuliere das Ganze und schwuppdiwupp haben wir 95% Luftfeuchtigkeit. Dann schauen wir mal weiter. Ich mache das Ganze jetzt mal hier wieder auf 0,0. Das war eigentlich ganz gut, dass man sich das von dem nächsten F nämlich absetzt. Dieser F-Wert ist immer ein F-Wert bei den Nexus-Protokollen. Das heißt, F heißt in Bit-Schreibweise 1111. Das sind die 4 1-Bit, die einen Hexwert von F ergeben. Und der ist hier fest kodiert. Sobald er abweicht, erkennt der Flipper hier nicht mehr, dass es sich um Wetterstation-Daten handelt. Der ist hier wirklich fest vorgegeben. Von dem her lassen wir den F-Wert einfach in Ruhe und lassen ihn stehen. Der nächste Wert handelt sich hier um das, was hier 019 ist. Und zwar sind das 12 Bit, die zuständig sind für die Temperatur. Wenn wir jetzt hier die 19, also die 019 ändern und wir machen, was weiß ich, 1, 1 und 8 daraus, speichern das Ganze. Ich tue das Ganze nochmal hier neu laden, emuliere und schon haben wir kuschelig warme 28 Grad. Wir können jetzt auch mal richtig fett übertreiben und wir setzen jetzt hier einfach mal einen Wert von, sagen wir mal, 800, also 80, 0, speichern das Ganze und ich gehe jetzt nochmal raus, lade das Ganze nochmal und jetzt haltet es euch fest, jetzt wird es richtig kuschelig. Jetzt haben wir 204,8 Grad, ja, Backofentemperatur. Gut, haben wir hier schon mal gelernt, wie wir die Temperatur auch verändern können und eben die Luftfeuchtigkeit. So, nachdem wir jetzt hier die Temperatur auch geändert haben, ist der nächste interessante Wert hier diese einfache 0 neben den 800, die wir jetzt hier zu die 204 Grad gemacht haben. 0 ist in unserem Fall die 4 Bits, die dafür zuständig sind, wie der Batteriestatus und der Kanal von der Funkstation ist oder von dem Wettersensor. 0 bedeutet in unserem Fall, ich gehe jetzt mal hier in den Taschenrechner, ich gehe jetzt mal hier, hoppala, da hat man noch einen anderen Wert drin, 0 ein, sehen wir hier die 4 Bits hier unten, die stehen auf 0000. In diesen 4 Bits werden hier unterschiedliche Sachen einkodiert. Ich schiebe das jetzt mal hier so ein bisschen rüber, dass ich euch das besser erklären kann. Das erste Bit hier vorne, ich klicke jetzt da mal drauf, dann sehen wir auch gleich, wie sich der Wert verändert, steht für den Batteriestatus. Wenn der auf 1 steht, ist die Batterie gut, wenn der auf schlecht steht, ist der Wert 0. Das heißt, wenn wir von diesen 4 Bits den ersten Bit auf 1 setzen, dass sich ein Hexwert von 8 ergibt, dann ändert sich der Batteriestatus auf Normal und Kanal 1. Wir können das gleich hier mal testen. Wir schreiben jetzt hier da mal die 8 rein. Ich speichere das Ganze, gehe wieder raus, sende das Ganze nochmal und schon ist die Batterie okay. Was wir hier noch haben, ist hier hinten die Werte, die stehen für den Kanal. Wenn ich jetzt, der Kanal ist 0 basiert, sodass ein Wert von 0 den Kanal 1 ergibt. Wenn ich jetzt hier den letzten Bit auf 1 setze, ergibt es Kanal 1 plus 1, ergibt dann im Strich Kanal 2. Das heißt, wir sehen hier den Hexwert, der ist dann 9. Wir ändern jetzt den mal auf 9, speichern das Ganze hier, gehen zurück, senden das Ganze nochmal und schon haben wir einen Kanal 2. Das können wir jetzt auch weiter hochschrauben. Wenn wir hier den Bit hochsetzen, dass es A wird, haben wir Kanal 3. Wenn wir den auch noch hochsetzen, haben wir Kanal 4. Wenn wir hier den Bit runtersetzen, haben wir schwache Batterie, Kanal 4. Soweit die Logik. Testen wir mal, ob das Ganze stimmt, was ich euch jetzt hier erzähle. Das heißt, wir machen jetzt hier mal die 3, speichern das Ganze und wenn das Ganze stimmt, was ich euch erzählt habe, sollten wir jetzt, wenn ich es jetzt schicke, Kanal 4 mit schwacher Batterie haben. Passt. Wunderbar. Was wir hier auch noch dann haben, ist, wenn wir dann noch weiter vorschauen, ist hier der Bereich mit den 7B. 7B, dazu gehen wir hier nochmal in den Editor rein. Ich habe euch ja gesagt, wir kommen noch drauf, wie das Ganze hier
passiert. Von der Umrechnung her 7b ist in Hexadezimal 123. Somit sind wir hier bei der ID, die wir hier vorne gesetzt haben. Wenn wir hier einen anderen Wert wollen, zum Beispiel, was weiß ich, nehmen wir hier 222, dann müssten wir hier mal schauen. Das weglöschen. 222, was wäre das in hexadezimaler Schreibweise? Zufälligerweise DE für Deutschland. Nein, Spaß beiseite. Wir machen hier dann die 7b zu DE. Speichern das Ganze. Und das machen wir jetzt hier mal weg. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie der hier reagiert. Denn wenn ich das Ganze hier schicke, erkennt er das hier nicht mehr. Weil ich schicke das Ganze jetzt ja wirklich unter einer anderen ID. Das heißt, wir müssen hier einmal zurückspringen und wir sehen jetzt hier, haben wir eine zweite Wetterstation. Habe ich jetzt 7E, ne, DE. Nein, jetzt sehe ich gerade, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Ich habe natürlich das nicht weggelöscht. DE. Muss ich gerade nochmal speichern. Sorry dafür. Ich gehe nochmal rein. Gespeichert habe ich es. Ich emuliere es nochmal. Und wir sehen jetzt hier keine Änderung. Hat damit zu tun, dass wir hier natürlich die Seriennummer geändert haben. Wir müssen jetzt nochmal rausgehen. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal schicke, dann sehen wir, es ist die neue Wetterstation mit DE dazugekommen. Wir haben DE für die Seriennummer. Wir haben dann die 3 für Kanal 4 und Low. Wir haben die 800 für die 204 Grad, die festkodierten F und wir haben 00 für 20% Luftfeuchtigkeit. Ja, was wir damit machen können, ist jetzt, wie gesagt, uns überlassen. Wir haben hier die Möglichkeit, sämtliche IDs von den Nexus Wetterstationen zu spoofen und sämtliche Daten zu verändern. Ja, was für Möglichkeiten gäbe es eigentlich für die Hersteller, hier eine zusätzliche Sicherheitsebene einzuführen? Die Daten werden ja hier alle im Klartext übertragen. Es wäre relativ einfach möglich, diese Daten mit asynchroner Verschlüsselung zu schützen. Das bedeutet, die Wetterstation würde ein entsprechendes Zertifikat mit einem öffentlichen Schlüssel zur Verfügung stellen. Der Sensor könnte dann die Daten mit diesem öffentlichen Schlüssel verschlüsseln, schickt diese Daten verschlüsselt an die Wetterstation und diese kann dann den Datenstring oder den Hex-String mit dem privaten Schlüssel wieder aufschließen, in Klartext umwandeln und dann entsprechend die Wetterstation Daten anzeigen. Durch diese relativ einfache Möglichkeit wäre es möglich, die Daten vor entsprechender Manipulation zu schützen. Natürlich ist das hier an der Stelle Wetterstation, die man hier im normalen Haushalt betreibt, wie als wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießt. Da seid ihr sicher auch meiner Meinung, dass das hier in so einem Fall, weil es hat ja absolut keine Auswirkungen, übertrieben wäre. Aber wo könnte so ein Angriff über die Funkschnittstelle Relevanz haben? Ich war mal auf einem Vortrag, da hat jemand erklärt, wie eben auch smarte Thermostate, die über Funk Daten ausgetauscht haben, ganz einfach mittels solcher Replay-Angriffe, also wir haben ja heute die Daten tatsächlich modifiziert, aber ich könnte sie ja auch aufzeichnen. Ich habe es ja im Intro bereits gesagt. Es gibt hier den einen oder anderen, der sagt hier, hey, wir hacken Wetterstationen, legt dann den Sensor einfach in den Kühlschrank rein, wartet bis, was weiß ich, eine niedrige Temperatur erreicht ist, tut dann das Ganze aufzeichnen, capturen das Signal und wenn der Temperatursensor wieder im normalen Bereich ist, macht ein Replay-Angriff und die Temperatur von der Wetterstation springt wieder, was weiß ich, auf minus 8 Grad runter. Das ist natürlich immer ganz leicht möglich, aber sowas kann zum Beispiel auch relevant sein, gerade wenn solche smarten Sensoren zum Beispiel bei kritischer Infrastruktur zum Einsatz kommen. In dem Vortrag hat einer gesagt, der wurde beauftragt, hier die Steuerung in kritischen Infrastrukturen zu testen und er hat herausgefunden, dass er mit einem SDR, wie wir hier zum Beispiel hier mit dem HackRF zum Beispiel die Möglichkeit haben, hat er
das Signal von so einem Temperatursensor aufgezeichnet, hat den per Replay eingespielt und das Thermostat hat dann entsprechend gesagt, hey, es ist wahnsinnig heiß, ich muss die Kühlung einschalten oder, oh, es ist kalt, ich kann die Kühlung wieder ausschalten. In dem Fall kann das natürlich gar nicht so lustig sein. Zum Beispiel, man stelle sich vor, so ein Funksensor dient zur Steuerung im Kernkraftwerk, ob der Kühlturm jetzt kühlt oder nicht kühlt. Dann ist es natürlich blöd, wenn hier das Thermostat, was gesteuert wird, über so einen Funktemperaturgeber getriggert wird, der hier aber offen kommuniziert. Also in dem Fall kann man sich vorstellen, dass auch so Sachen, wie wir es hier haben, für den Hausgebrauch bei so einer ganz einfachen Wetterstation, auch wenn das in anderen Bereichen zum Einsatz kommt, doch schon gravierende Auswirkungen haben könnte. Von dem her seid euch sicher, dass die Technik, die ihr einsetzt, für euren Zweck auch entsprechend abgesichert ist. Wie gesagt, ich möchte euch hier bloß mal zeigen, wie leicht hier verschiedene Systeme manipuliert werden können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir hier einen Daumen nach oben da lässt, den Kanal abonniert und auch Glocke nicht vergessen, dann bekommt ihr immer Infos, wenn ich wieder neue Themen rund um IT-Sicherheit und andere spannende Themen hochlade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe auch demnächst geplant, wieder noch ein paar andere Flipper Zero Videos zu machen. Seid gespannt, was da noch kommt. Ja, vielleicht möchte der eine oder andere das mal mit seiner Wetterstation ausprobieren. Lasst eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren da. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's es gut, euer Raik. Ciao.